das ein Wahnsinn, Das ne? ist der Wahnsinn. Lass dir schmecken, mein Lieber. Ja, in dem Sinne, Prost. Prost, let's go. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf Big M und natürlich einer neuen Challenge. Wir sind zurück bei Inchi. Wenn ihr euch erinnert, die 1000 Euro Seafood Bowl, die wir hier als Challenge geschafft haben. Seafood für die Ewigkeit haben wir bereits ergattert und uns tatsächlich neben, ich sag mal, Persönlichkeiten wie Max Pane, Bernd Zehner in die Vitrine von Inchi verewigt. Heute hat Inchi was Besonderes für uns, denn wir wollen monatlich eine Serie starten, wo wir einmal im Monat XXL Fisch-Sushi-Kombinationen, neue Variationen, virale Foods-Tests machen. Das gibt's heute. 10 Kilo Sushi-Rolle. Das hat Inchi mir versprochen und dazu habe ich Verstärkung mitgebracht. Meinen Bruder, legendären Hallihallo. The Genetic One, bekannt aus Videos wie bei Raffs Barbecue. Genau. Und haben wir danach noch ein Video gehabt? Danach nicht mehr. Doch, die Nougat-Bits. Die Nougat-Bits. 10.000 Kalorien Nougat-Bits, meine Lieben. Da musste ich mich bis heute noch erholen und jetzt bin ich wieder ready für Jetzt die bist du nächste. ready, ne? Deswegen haben wir ein bisschen gebraucht, um uns wieder zusammenzufinden. Wir haben schön Weihnachten, Neujahr verbracht mit der Family. Jetzt sind wir heute bei einer 10 Kilo Oh ja. XXL Sushi-Rolle. Ihr habt es ja bei den Nougat-Bits gesagt, ihr wollt mal von uns ein Sushi-Video sehen. Und das Ganze haben wir jetzt durch Inchi warm machen lassen. 10 Kilo XXL Sushi-Rolle. Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Also ich auch. Wir haben gerade schon mal so ein paar Insights gesehen, Leute, komplett geisteskrank. Und wir haben uns dazu eine kleine interne Challenge überlegt. Und zwar kostet die Sushi-Rolle 1000 Euro. Wir haben uns Folgendes überlegt, und zwar dadurch, dass diese Sushi-Rolle 10 Kilo wiegt, ne, und insgesamt 150 Gramm, also eine Sushi-Rolle 15 Euro kostet, Jo. diese Sushi-Rolle halt 1000 Euro. Das pro Kilo, was überbleibt, das wiegen wir am Ende ab, wird 100 Euro von uns, also von dem jeweiligen, weil jeder kriegt die Hälfte, 100 Euro an Sushi, also 100 Euro an Inchi gegeben. Ja. Ne, für die Mitarbeiter, für die Kasse, was weiß ich, wofür die das Ganze verwenden. Weil der Koch hat schon gesagt, oder der Sushi-Meister, er hat 6 Stunden gebraucht, um das zuzubereiten. Das heißt, sollte was überbleiben, wird es 100 Euro für den Inchi-Pot geben. Und jeder von uns kriegt die Hälfte. Ich habe noch nie so viel Reis gegessen und wie viele von euch vielleicht wissen, Reis stopft. Das stopft unfassbar. Ich sag mal so, was traust du dir dazu? Ich sag mal, 3 von den 5 will ich mindestens schaffen. Ja, also mein Ziel ist tatsächlich, das Ganze aufzuessen, ne, weil sonst wäre ich nicht hier. Die Hälfte, vielleicht, ich sag mal, wenn ich gut durchkomme, einen guten Tag habe, kann ich dir am Ende helfen, damit Ja, wir hier bitte, zusammen, bitte. dann schuldest du mir bei Weihnachten Ja, nächstes ja, Mal 100 klar. Euro, sage ich dir jetzt schon. Aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Das Kunstwerk ist nämlich schon fertig und das wird jetzt vom Sushi-Meister höchstpersönlich präsentiert. Ich höre schon was, ich höre schon was, ich höre schon was, ich höre schon was, ich höre es knistern. Halleluja. Junge. Wow. Sollen wir euch helfen? Achtung, nicht davon. Geil. Ist das verrückt? Geil, geil, geil. Danke euch. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Viel Erfolg. Dankeschön. Was hast du? Ich kann nicht mehr. Das sollen wir aufkriegen, das ist größer als ein Autoreifen. Ich sag mal so, du die Hälfte, ich die Hälfte, ne? Es sieht wirklich krass aus, ne? Vor allen Dingen dieses Verhältnis, das finde ich ganz geil, dass das gemacht haben. Wenn du jetzt hier nochmal so normale Maki So eine normale Maki, eine ne? normale Maki, Leute, wie das im Verhältnis halt dazu aussieht, zu der XXL-Rolle, ne? Also Wahnsinn. Es sieht wirklich... Also es ist ein Buch oder ein Bild für die Götter. Ja. Für die Sushi-Götter. Kannst Ich du glaub, kann man nicht fotografieren anders- und kann man dir so nicht an der anders Wand sagen. aufhängen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Leute, damit würde ich sagen, ist alles angerichtet. 10 Kilo, 1000 Euro Sushi Bowl. Und bevor es anfängt, die Sushi-Rolle noch abzufackeln, machen wir uns ready und dann legen wir los. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie wir das Ganze anschneiden und fertig machen. Ich glaube, das ist dass die jeder größte die Hälfte Herausforderung. bekommt. Ich glaube, was wir machen sollten, das hat mir auch Ibo im Vorhinein oder jetzt gerade gesagt, wir kippen die jetzt einmal. Und dann sollen wir die wie so eine Art, ich sag mal, wenn sie gekippt ist, in der Mitte Sushi-mäßig zur Hälfte schneiden. Und dann schauen wir mal, wie es von innen Ich aussieht. weiß, wir sind Pumper. Ja. Meinst du, die 10 Kilo kriegen wir gedreht? Mit 10 Kilogramm Hantel kann ich bewegen. Ich weiß, wie ich mit Sushi aussieht. Ah, ich glaube, das wiegt mehr, glaube ich Ja. sogar. So. Ich bin nicht nüchtern. Eben schon eine Pulle Body. Boah, ich hab's geschafft. Junge. Geil. So sieht's dann auch übrigens dann nochmal von innen aus. Ist das ein Wahnsinn, Das ne? ist der Wahnsinn. Ah, da siehst du es sehr schön jetzt. So sieht's aus. Wahnsinn, oder?
Es sieht einfach nur, vor allem das Geile ist, jetzt seht ihr es ja von vorne und wir von hinten. Und so würde ich jetzt tatsächlich sagen, schneiden wir hier so in der Mitte auf. Ja. Ich würde mir einfach meine nehmen, so für meine Hälfte. Und du kannst ja dann nach und nach so ein bisschen was von innen nehmen. Und so haben wir, glaube ich, eine geile Sushi-Rolle, ne? Ja, absolut. Dann machen wir das so. Ja, das sieht gut aus. Du lass die Messer arbeiten. Tu es. Das ist halt, wie man Sushi-Reis kennt, extrem klebrig. Ne? Ja, Das ist ja. dann auch schwer, dass Das man könnte, ich sag mal, der Vorteil, dass es vielleicht nicht auseinanderfällt. Der Nachteil, dass es natürlich dann dementsprechend eigentlich bräuchte da fast mehr wie so für ein Brotmesser, so ein Sägeding. Ne? Ja, ja. Wirklich eine Säge, so eine Stichsäge. Schön vom Baumarkt. Links, rechts, seht ihr Aber es einen geht Griff. nach und nach. Aber wenn wir das jetzt so schneiden, seht ihr vielleicht mal, was das für ein Unterschied ist zu einer normalen Maki. Also sage ich jedes Mal immer wieder. Ich kenne ja Sebastians Videos auch. Und in den Videos sieht das immer schon verrückt aus. Aber wenn man dann mal bei einer Challenge mal hier so ist vor Ort, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist wirklich, das sind Größenverhältnisse. Aber hier ist jetzt Geduld gefragt. Zum Glück bin ich ein geduldiger Mensch. Ja, so ist es. Ah, ich höre schon den Boden, das ist gut. Jeder bekommt jetzt gleich 5 Kilo und dann müssen wir versuchen, die aufzubekommen. Ich sag mal so, bei mir bin ich nicht ganz so optimistisch wie bei Big M, aber wir schauen mal. Heben an den Lachs, wortwörtlich. Schön kompakt halten. Komm. Jawohl. deine? Ja, soll ich hier drauf? Ja, Hier? pass auf, ich will mich hinsetzen. Im Achso, Video ja, dann setz gleichzeitig. dich. Schnell. Nicht das auseinander. Und damit haben wir eine 5 Kilo Rolle, die ich mir jetzt auf meine Seite tue. Oh, Halleluja. Es sieht brachial aus. Warte, ich heb auch Und meine deine? Hand. Ja, da seht ihr mal den Vergleich. Ja, das sieht ist eine komplett normale anders aus. Maki und das ist die Spezial-Maki. Alles ist angerichtet für die Länge der Sushi-Challenge. 100 € muss pro Kilo gezahlt werden, was hier pro Person nicht geschafft wird. 10 Kilo liegen vor uns. Let's go. Oh ja. Oh ja, jetzt weiß ich, warum du eben so lange gebraucht hast. Ja, ja. Man sagt ja sonst immer so Mengen, dann geht immer die Qualität flöten, aber du hast ja jetzt hier einfach viel und Ja, ja. geile Qualität, ne? Ja, leg ich mir hin. Leg dir hin, mein Leg Lieber. ich mir hin. Sag Wir es, haben wie hier es verschiedene ist. Soßen. Willst du reinbeißen? Ich beiß einmal rein. Für den Fun-Faktor versuche ich einmal reinzubeißen. Lass dir schmecken, mein Lieber. Ja, in dem Sinne Prost. Prost, let's go. Ach du Boah, ist das geil. Also für jeden Sushi-Lover sollte gerade einer abgehen, glaube ich. Diese Menge an Reis. Du merkst jetzt schon, wie mächtig das ist, ne? Mächtig, matschig. Boah, also wenn wir eine Hälfte hiervon aufkriegen, ist das unfassbar. Also jetzt gerade bin ich auch sehr, ich will sagen, immer Erschrocken. optimistisch, aber erschrocken, wie krass es sich im Mund anfühlt. Nicht nur geschmacklich, sondern auch mächtig. Ich glaube, man unterschätzt auch wirklich immer, wie krass Ja. Sushi-Reis ist, ne? Also das ist krass. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das auch hier drauf machen soll. Ich kipp mal hier so ein bisschen Soße drauf. Ja. Mal. Hier haben wir auch so kleine Makis dabei. Ne? Einfach mal ein Verhältnis dazu, ne? Wie so ein kleiner Maki aussieht, im Gegensatz dazu, wie ja, die XXL-Sushi-Rolle. Aber geil. Ich würde sagen, probieren wir hier und da ein bisschen Soßen. Finde ich auch ganz cool. Die Kunst ist es natürlich hier jetzt so reinzubeißen, dass man auch immer Reis und Belag dabei hat, ne? Ja, ja, das habe ich gerade nicht. Das ist Ihr habt ja- genau den Fehler gerade gemacht. Teriyaki. Ja, deswegen schmeckt es so. Teriyaki. Boah, genial. Welche haben wir hier? Sriracha. Ist scharf? Mach einfach mal. Wird einfach ein bisschen dippen, so genau. Nimmst ein Stück, habe ich auch Stück, gemacht. Machen wir hier für die Soße. Fand ich Teriyaki besser aber dazu? Unagi? Ich glaube, Unagi ist mein Favorite. Handmade sogar. Boah. Oh ja, das ist die. Das ist die. Oh, die ist geil. Genial. Geil. Die ist wirklich geil. Boah, schau mal hier. Ja, mit Zitrone. Mit Zitrone. Geil. Stars. Also mit Zitrone diesmal sogar hier eine kleine Sushi-Rolle. Also das finde ich geil, ne? Hier sind so viele verschiedene Dips drin. Wir werden nach und nach wahrscheinlich so viel neu entdecken. Ich habe jetzt hier Zitrone, dann sehe ich Crispy Chicken, ihr seht sie auch von vorne von der Kamera. Lachs, Avocado, Thunfisch, ne? Also Wahnsinn. Das müsste, ich denke, das ist süß-sauer. Die ist auch immer geil. Ja? Ich muss sagen, bin ich nicht der Fan von Nee? in der Regel. Habt ihr wieder ganz gut geschmeckt. Mein Favorite kommt jetzt. Ist gut. Die klassische Sojasauce. Ja. Also, Sojasauce und dann der Sushi-Reis. Du musst gleich 10 Liter ja. Cola trinken. Also heute werde ich wahrscheinlich auf 15 Liter Ja. wieder Cola kommen, bei so viel Reis. Aber trinkst du wirklich so viel? Ja, ja. Also du weißt, wie viel Salz das jetzt ist, was Ja, wir ja, haben. ja, ich weiß, Ich aber- meine, ich weiß es noch nicht, aber wie viel Salz in der Regel schon Sushi hat. Ja. Sojasauce dazu ist mein Favorite. Also ich werde heute bestimmt über 10 Liter safe trinken. Aber bleib dabei, Soja ist für mich Favorite bei Sushi. Kein Magen, Junge. Jetzt haben wir noch eine. Ich bin gespannt, welche dein Favorite ist. Spicy Mayo, mein Bester. Schmeckt geil. Das ist richtig Die gut. Spicy Mayo schmeckt geil dazu. Was ist dein Favorite jetzt? Die Unagi. Ja? Ja. Also, wir haben einmal alles durchprobiert. Deine Unagi, der Fan. Unagi. Bei mir
ich sag mal, die typische Sojasauce. Ja. Wir geben Gas. Zeitlimit haben wir zum Glück nicht. Aber wir müssen das Ganze natürlich schaffen, wenn einer nicht mehr kann, ist Ende. 5 Kilo für jeden, 10 Kilo zusammen, mein Lieber. Ich sehe es, du lässt es schmecken. Das lasse ich mir jetzt auch. Let's go. Lukas nimmt sich das nächste Stück vor und schneiden mal zusammen ein bisschen Stück ab. 20 Minuten sind Stand jetzt um. Oh, was hast du jetzt da schon? Thunfisch sehe ich auf jeden Fall. Röstzwiebeln hast du, ne? Was noch alles dabei? Hier sehe ich Das sind Garnelen. Dann haben wir noch diese Tempura-Garnelen. Tempura-Garnele. Was der Sushi-Meister uns auch gesagt hat, 40 verschiedene Toppings hat er reingemacht. Kimchi ist auch mit dabei, also viele verschiedene Sachen. Und dir schmeckt es weiterhin gut. Das Einzige, was wir schon gesagt haben, man merkt immer mehr, wie der Sushi knallt, wie Sushi knallt. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes von uns zusammen als Video sehen wollt. Wie gesagt, das Sushi-Video ist ja auch durch euch entstanden jetzt, weil ihr von uns nach dem Nougat-Bits Sushi sehen wolltet. Und wir sind gerade, weil sein Lieblingsgericht ist Lasagne. Ich habe halt auch Pasta mit als Lieblingsgerichte, so ungefähr. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich mal nach Sushi irgendwann Lasagne machen. Aber erstmal müssen wir schauen, dass wir, ich sag mal, pro Seite 5 Kilo insgesamt die 10 Kilo Rollfest kriegen, weil ihr seht, es ist mächtig, 20 Minuten sind schon um und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Wir lassen es weiter gut gehen, haben weiter Spaß, aber müssen uns weiter ranhalten. Wir haben jetzt hier oben mal so kleine Spieße reingestellt, weil die Sushi-Rolle dementsprechend schon mal ein bisschen aufgegangen ist. Und ich bin mal gespannt, was bei dir jetzt die nächste Schicht wird. Ja. Ich hatte gerade mal Frischkäse, das hat richtig geil geschmeckt. Diese Tempura, also diese frittierten Garnelen, richtig geil. Jetzt gerade habe ich hier so ein bisschen mit Edamame. Ich bin mal gespannt, was bei dir jetzt rauskommt. Wir haben ja auch Edamame, sieht man. Oh, Edamame, verschiedene Ja. Layer. Wir haben ein bisschen Schnittlauch, wir haben Rettich. Rettich, Rettich. okay. Und hier oben haben wir dieses Surimi noch. okay. Oshinko. Haben wir noch einen kleinen Sprachkurs hier. Ja, also wir lernen heute noch ein bisschen mit dazu. Ich wusste auch gar nicht, dass es so viele Toppings gibt mittlerweile, die du auch in Sushi Ja, packen kannst. ja. Die Röstzwiebeln sind bei dir, glaube ich, auch wieder ein bisschen mit dabei. Ja, Ne? ist optimal, Und ja. ordentlich Blattgold. Aber ihr seht's, ne, du hast es gerade auch schon erwähnt, Sättigungsgefühl kickt schon ein bisschen rein, ne, bei dir. Ja, ja. 33 Minuten. Und sind jetzt auch schon um. Das muss man überlegen. Wir essen gerade 33 Minuten Sushi. Ne? Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich muss es auch sagen, ich habe jetzt hier noch ein kleines Stück. Das ist jetzt so mein Stück von der... Ah, du isst die Schnecke von außen? Ich esse die nach mal innen? von außen, Ah, ja. Versuche ich gerade mal so ein Wie bisschen. so eine Lakritzschnecke. Ja, so genau. Auch wenn ich keinen Lakritz mag. Aber ich esse gerade so ein bisschen lakritzmäßig. Hab dann immer hier und da, ich sag mal, den Reis mit einer schönen, ich sag mal, so schön mit Alge und dementsprechend aber auch immer wieder andere Toppings. Ist jetzt so meine Sache, wie ich vorangehe. Bei dir ist es der Kuchen. Ich bin mal gespannt. Trotzdem, am Ende ist es das Gleiche, wie viel von dem übrig bleibt. Aber ja, wir halten uns auf jeden Fall weiter ran. Es schmeckt weiterhin gut und ja, es wird immer schwieriger. Weißt du, was wir mal probieren können? Das interessiert mich mal. Die Gyoza? Wir haben doch nur so diesen Gyoza. Vorne rechts musst du rumgreifen. Müsste noch eine liegen. Lass dir schmecken. Mein Hühnchen. Wahrscheinlich jetzt hier so eine Teriyaki. Aber gut. Ja, das aber Teriyaki, ne? Wird der Nachtisch. Wobei, da gibt es auch noch andere Sachen. ...45 Minuten sind wir schon dran. Halleluja. Bei dir, du würdest dich jetzt ans nächste Stück machen. Bei mir ist das Stück jetzt noch da. Überschaubar. Upsi, sorry. Alles gut. Da habe ich gefuscht. Die 100 Gramm kriege ich von dir noch oder nehme ich hier von der Platte. Aber trotzdem, wir merken immer mehr, dass wie stopft. Ne? Also ich weiß nicht, wie ist deine Gemütslage? Ich bin ehrlich, um euch ein kurzes Update zu geben. Ich bin so 80% mindestens voll. Und ihr seht, was da noch steht. Der Sushi-Meister hat gerade schon gesagt im Hintergrund, er kriegt heute viel Geld, zumindest Fleisch von einer Seite. Aber wir schauen, wie viel trotzdem am Ende übrig bleibt. Wir geben trotzdem natürlich unser Bestes, aber ich sag mal, so hat alles Vor- und Nachteile so ungefähr. Ne? Aber ihr seht, wir haben Spaß, es macht echt Bock auf den Livestream, also seid in Zukunft gerne dabei. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr was von uns sehen wollt, noch mehr, dann sagt uns gerne mal auch in den Kommentaren Bescheid. Wie gesagt, Lasagne steht jetzt schon mal. Vielleicht gibt es noch eine oder andere Sachen. Also ich glaube, die Geschmäcker sind bei uns sehr vielfältig. Wir haben auch gesagt, wir sind ja sehr einfach, was das angeht. absolut. Also ob wir jetzt Nougat-Bits essen zusammen, ob wir Lasagne essen oder Sushi. Hauptsache, wir essen zusammen. Hauptsache, Das ist das wir Ding. essen groß, viel zusammen und lassen uns gut gehen. Ne? Jawohl. Und das machen wir jetzt auch weiter.
Ich habe tatsächlich jetzt noch hier ein Stückchen von der Garnele, ein Stückchen Avocado und habe jetzt mein letztes Stück von der 5-Kilo-Rolle hier in der Hand. Und wir hatten vorhin mal bereits unsere im Stream Lieblings-Sushi-Kombinationen erwähnt, was wir am liebsten auf Sushi mögen. Du hast nochmal gesagt, was war deins? Ja, auch Lachs und Avocado. Ja, und ich habe halt auch gesagt, so ich sag mal eine Inside-Outside-Roll, Thunfisch, Avocado, Lachs, Avocado ist mein Lieblings. Und ich habe jetzt gerade wirklich, ich wusste nicht, dass es noch kommt, einmal eine Lachs, einmal eine Thunfisch, in der Mitte Avocado, hier sogar noch eine kleine Garnele und auch nochmal eine extra Avocado. Also wirklich mein Favorite am Ende, was jetzt für mich geschmacklich nochmal geil wird, weil es stopft halt immer mehr und geht damit wirklich rein. Ich sag mal jetzt in die letzten, letzten Stücke von meiner 5 Kilo Sushi-Roll. Wie sieht es bei dir währenddessen aus? Ich habe auch noch ein Stückchen. Meins sieht leider noch ein bisschen größer aus. Und ich muss sagen, wir waren gerade so überrascht, wie das Lachs und Avocado drin. Dadurch, dass ich jetzt eine andere Methode genutzt habe und die so seitlich angeschnitten habe, stoße ich jetzt erst auf Lachs und Avocado, weil es in der Mitte ist und ich links angefangen habe. Boah, das schmeckt geil. Alter, schmeckt wirklich geil. Also jetzt ist es halt einfach mein Favorite, ne? Thunfisch, Avocado, Lachs, Avocado. Und ich muss sagen, mein Bauch, der ist so voll. Das sieht schlecht aus für mich. Ohne Witz, ich will nicht das wie beim letzten Mal haben, dass ich einfach zu voll bin und es nicht mehr genießen kann. Ja, dann schauen wir einfach mal jetzt. So, ich stehe einfach dazu, dass ich... Dann schauen wir einfach mal, was da übrig geblieben ist, ne? Finde ich jetzt mal interessant einfach auch in der Stunde, was du gegessen hast, was ich gegessen habe. Ich gehe rein ins letzte Stück und damit, meine letzten Reste von der 5 Kilo Sushi-Rolle. Und damit ist mein ganzes Tablett, meine ganze 5 Kilo Sushi-Rolle soweit durch. Meine Hände sind voller Gold, voller, ich sag mal, Klebereis, aber auch mein Magen völlig gefüllt. Du bist schon deinen Magen, Mein Magen ist auch gefüllt. ordentlich am Streicheln. Ich habe ein Baby, ein Food-Baby. Du hast jetzt auch gesagt, du möchtest dich jetzt nicht weiter, ich sag mal schon fast, wenn es jetzt bei dir so geht, überfressen. Ja, der Genuss steht hier im Vordergrund, soll keine kranke Ess-Challenge sein. Ja. So, du kannst halt dabei viel essen. Mir war jetzt vor allem wichtig, wirklich, ich sag mal, also für mich persönlich jetzt zu wissen, okay, ich habe jetzt mal 5 Kilo Sushi gegessen. Ja. Ist jetzt für mich auch so ein neuer Food-Rekord, glaube ich tatsächlich. Plus mir, ich sag mal, so eine XXL-Rolle mit dir zu teilen. Was wir jetzt noch machen, weil das jetzt einfach mal interessant ist, was ich jetzt in der Stunde geschafft habe und du im Verhältnis dazu. Ja, Weil genau. du ja auch gesagt hast, viele Leute verlieren ja auch mittlerweile das Verhältnis bei mir, Absolut, wie viel das ist. Und deswegen, ist jetzt bei dir auch Ende, hast du gesagt. mein Ne? Ende. Und wir wiegen jetzt mal deine Sushi-Rolle, was bei dir übergeblieben Ja. ist. Bei mir ist jetzt, wie gesagt, die 5 Kilo Sushi-Rolle soweit durch. Ich denke mal, wir snacken noch hier, weil hier ist noch so das eine oder andere genau, Maki. ja. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit, meine Lieben. Und mal als Vergleich, damit ihr wirklich sehen könnt, okay, ich bin jetzt an sich ein guter Esser und was das nochmal ein großer Schritt zu Sebastian ist. Weil ich habe jetzt auch die 5 Kilo probiert. Wir müssen gleich wiegen, wie viel es ist. Aber ich wiege auch fast 100 Kilogramm und du wiegst 72. Ja. Das heißt, ich habe allein nochmal Körpermasse fast 30 Kilo mehr. Ja. Und dann schaffst du es so viel mehr zu essen. Es ist, wie gesagt, jedes Mal endet so eine Challenge mit offenem Mund, weil ich nicht begreifen kann, was da in dich reingeht. Also, ich würde sagen, damit holen wir die Waage und schauen mal, was das Endergebnis nachher ist. Wie viel der Sushi-Meister, der guckt nämlich schon so geil, der hat gedacht, oh, da haben sich die 6 Stunden Arbeit ja doch doppelt und dreifach gelohnt. Der wird demnächst uns immer einladen und sagt, wollt ihr nie auf eine Challenge vorbeikommen. Aber das Ganze wiegen wir jetzt mal und worauf wir auch schon gesagt haben, weil wir haben es gehört, ich sag mal, der Sushi-Meister hat sich nicht nur Mühe gegeben für eine Sushi-Rolle, sondern hat uns wohl auch schon ein XXL-Dessert gemacht. Also all das werden wir noch sehen, aber jetzt räumen wir hier erstmal ein bisschen aufmachen, klar schön holen die Waage und dann schauen wir mal, was am Ende übrig bleibt. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, muss was so ein ihr bisschen denkt. respektlos anpacken. Aber oh Gott, ich sehe die Zahl schon. Warte, jetzt sind wir bei 2,546, also 2,5 Kilo. Aber die Füllung, die gehört noch dazu, 2,612, also 2,6 Kilo Rest. Dann hast du 2,4 gegessen. 2,4 Kilo gegessen. Okay, etwas weniger als die Hälfte. Kann nicht sein. Und du hast quasi das Doppelte schon gegessen. Passt ja von der, Jetzt schon. passt ja von der Einschätzung, wo du gesagt hast, etwas mehr als die Hälfte ist noch ungefähr da. Ja. Das muss man mal sagen. 2,4 Kilo Sushi hat er jetzt gegessen. Das ist schon krass. Für 35 Personen war die Sushi-Rolle jetzt? Also das wurde mir gesagt, ist für 35 Personen. Weil 15 € kostet eine Rolle. Und ich sag mal, man sagt so, das Ja, hat er okay. gesagt, Ja. so Wenn zwei er so ein zwei bisschen- Rollen pro Person sind Person. 300 Gramm. Ja, okay. Wäre das jetzt für 35, also eine Rolle für 35 Personen, Ja. für Durchschnitt. Also die Ich rede 10, jetzt nicht von Leuten, die 10 Kilo. Genau. Nee, also wir jetzt als... wenn du jetzt quasi, das würde Hungrige 30 € Männer, kosten. wir würden mehr essen, Genau, aber ja. ne, aber im Durchschnitt isst Mann, Frau 2 Sushi-Rollen im Wert von 30 € Ja. und geht nach Hause. Da sagt er, das ist deswegen jetzt für 35 Personen. Das heißt, wenn du das jetzt rechnest, ist das jetzt durch 4, ist dann immer noch, ich sag mal, für 10, 12 10,
10 Personen ist auf jeden Fall das, was du dann noch hast vor dir, so ungefähr. Und du hast für, warte, du hast 35 Ja, gesagt? ungefähr für 17 Personen. 17 Personen. Für 17 Personen habe ich jetzt 18 Für Personen. 17 Personen. Ich snack hier jetzt ganz gerne noch ein bisschen von den Makis. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Wenn die Leute Bock drauf haben. Oura-Ring. Ihr Oder Oura-Ring was ist das, sowieso. oder Tatsächlich ein Bluetooth-Gerät. Ach, krass. Das könnten wir theoretisch jetzt hier messen. Ja, dann lass doch mal machen. Habe ich mitgebracht. Ja, lass doch machen. Weil ich habe es mir sowieso ja mal zu Ja, Hause. ey, lass mal ausprobieren. Und ich dachte mir, besser als mit dir jetzt nach Sushi, Ja, lass doch mal machen. kann man das, glaube ich, nicht machen. Ich bin mal gespannt, was für einen Ruhepuls ich jetzt habe. Ich glaube, dass mein Körper schon jetzt richtig anfängt zu arbeiten. Und Okay. Ich sage, meiner ist nah an die 100. Was hast du denn normal für einen Ruhepuls? Bei mir liegt er so bei 38, 36. Wirklich? Ja. Junge, das ist ja fast Ja, ja. Extremsportler-Kondition. 120, 80 ist normal, schreiben die Leute. Ja, glaube ja. Ergebnis muss da sein. Ich merke schon, es wird lockerer. 131 zu 84. Das ist aber okay. Das, dies und das nach 5 Kilo Sushi, Zucker etc. pp. Jetzt bin ich mal gespannt. Meinen. Und Ich habe Puls? hab die Hälfte. 62. Das ist auch komplett normaler, solider Ruhepuls. Ich sage, und das kommt bei mir, Jetzt nachdem bin ich- siehst du, und das meine ich ja. So, und das kommt bei mir nach 5 Kilo Sushi, weißt du, wo andere Leute schon längst im Krankenhaus werden. Ja, also wirklich, wirklich. 147 zu 81, also schon deutlich höher, aber ein 77er Puls. Ich habe einen 77er Puls. Das heißt noch einfach mal fast 20 Schläge über dir. Ja. Aber sonst habe ich einen Ruhepuls so von, ich würde sagen, 50. Jetzt war es 77. Oh, Halleluja. Junge, ist das krass. Ich sehe gerade, unser Nachtisch wird serviert, meine Lieben. Ich sag mal, bei Inchi lässt man sich wirklich nichts nehmen, was man uns versucht lässt. Oh mein, ich sag's dir, die Torten, die stechen mir sofort ins Gesicht. Oh, da ist ein Deckel müssen wir auch noch aufmachen, habe ich gehört. Oh, ist das Mochis? Mochis. Ich Japanisch. Ich sterbe. Auch noch mit dazu. Aber direkt eine Frage, was sind diese Oblaten oder was auch immer das ist? Also die hier. Kekse, das sind japanische Kekse. Japanische Das Kekse. ist koreanisch. Da gehen wirklich vielen, vielen lieben Dank ans ganze Inchi-Team, wieder an den Sushi- und Küchenmeister raus. Also ich sag mal so, der hat sich auf jeden Fall verdient, Ja. da ordentlich heute noch was am Zusatz. Deswegen, also liebe Grüße gehen dafür raus. Und ich würde sagen, wir haben gerade gehört, die Pilze, sollen wir die mal snacken zusammen? Ja, komm, probieren wir mal. Ich nehme hier so einen roten. Ich kann mir gar nicht. Vor allem. Boah, oh, pass auf. Ja. Erinnert mich eher an so Mandeln. Vom Rummel, weißt du? Keine Ahnung, was es ist, aber was geil. Boah, Weißt du? Reiswaffeln. Ja, da Ne? schmeckt das. Ich schwöre es dir. Darf ein Ich wusste Reiswaffeln. sofort, dass du Darf ein weil du es Reiswaffeln. auch kennst. Aber Aber geil. kennst du diese Reiswaffeln mit Schokolade überzogen? Ja. Schmecken so ein bisschen süß. Ja, quasi. Nur ohne Schoko. Ne? So. Käsekuchen. Prost. Prost. Ich bin nicht so ein krasser Käsekuchen-Fan. Ich glaube, du schon. Hast du das nicht damals auch bei Raff erwähnt? Konnte ich mich noch erinnern. Da war ich nicht der krasse Käsekuchen-Fan. Ich war der Idiot, der bis zum 25. Lebensjahr dachte, dass Käsekuchen wirklich was mit Käse zu tun hat. Und habe den deswegen nie gegessen. Das ist ja abartig, so was Süßes und dann Käse da drin, das muss ekelhaft sein. Das hat einfach original nichts mit Käse zu tun. Ich gehe jetzt mal einen Schokokuchen. Ja, gehe ich auch. Mit ein bisschen Sahne. Bisschen Sahne, sagt Prost. Gut, Das ist meins. Dass man jetzt nach Sushi sowas liebe das. er. Das ist Mächtiges meins. kriegt. Das ist meins. Das ist meins. Boah, Jetzt Lotuskuchen mit Sahne. das ist mein Highlight, sag ich. Das ist die beste. Oh, der ist schon sehr weich. Beste in der West. Bitte lass das jetzt geil schmecken. Komm schon. Als würdest du einen Pudding essen. Krass, ne? Aber mit geilem Geschmack. Bueno-Geschmack, so dieses Lotus. Ne? Ja, so Karamell, ne? Karamell, ja. Boah, schaut mal hier, Leute, wie man es zerreißt. Ne? Oh ja, schon eine ganz andere Konsistenz von außen. Ultra fruchtig. Der Mango, für mich ist Kokos immer noch besser. Für mich Kokos, Vanille. Wir lassen uns noch gut geben, snacken jetzt noch den Nachtisch hier ein bisschen leer. Nicht nur ein bisschen leer, sondern ich glaube richtig leer. Vielleicht bleibt der andere noch einen Keks über. Ich werde sogar noch ein bisschen auch hier in die Das, Orange was hier geben. drauf sind, sind 2000 Kalorien. Also, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne Liebe da. Gerne einen Kommentar, was ihr als nächstes von uns sehen wollt. Wie gesagt, Lasagne ist gerade hoch im Kurs. Vielleicht sieht man sich ja in der 10 Kilo Lasagne-Challenge. So sieht's aus in der 10 Kilo Lasagne Challenge wieder. Oh, ihr wollt mal was anderes sehen? Schreibt's gerne rein. Wie gesagt, wir snacken. Ich muss schauen, dass der mir nicht den ganzen Kuchen jetzt leer ist, dass ich auch noch was vom Kuchen bekomme. Du kannst die Pilze mitnehmen. Wir bestellen liebe Grüße von Inchi. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Wir sagen ciao, ciao.